Wer schneller, dein Reiseberater oder du? Du würdest so gern wieder Urlaub machen, hast aber überhaupt keine Zeit, ins Reisebüro zu gehen und schon gar keine Lust, diverse Kataloge durchzuwühlen, um die besten Angebote zu finden? Dann habe ich was für dich. Stell dir mal vor, du kannst abends auf dem Sofa innerhalb von 10 Minuten deine nächste Reise planen. Ganz nach deinen Wünschen und Bedürfnissen und deinem Geldbeutel. Geht nicht? Du wirst überrascht sein, was ChatGPT alles kann. Ich bin Kathi und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dir zu zeigen, wie einfach die Welt der künstlichen Intelligenz ist. In ganz einfachen Worten und mit Beispielen aus deinem normalen Alltag. Heute zeige ich dir, wie du mit ChatGPT eine Reise planst, die genau auf deine Wünsche zugeschnitten ist. Gebe dir Tipps, was du beachten musst, wenn du ein richtiges Beratungsgespräch mit ihm führen möchtest. Und habe wieder einen Bonustipp für dich, der für mich der Durchbruch in der Nutzung von ChatGPT ist, weil du ihn damit immer, überall und ganz einfach benutzen kannst. Legen wir gleich los. Du erreichst ChatGPT im Internet unter chatgpt.com. Normalerweise kannst du das Tool ja ohne Registrierung und Anmeldung benutzen. Allerdings solltest du heute für das Beispiel angemeldet sein, da du sonst nicht alle Funktionen benutzen kannst, die ich dir zeige. Eine Anleitung, wie du dich registrierst und anmeldest, habe ich dir unten in der Beschreibung verlinkt. So, jetzt starten wir aber mit der Urlaubsplanung. Lass uns als erstes doch mal ein Reiseziel finden. Stell dir vor, du bist offen für neue Abenteuer und hast aber überhaupt keine Ahnung, wo es hingehen soll. Dann gibst du ChatGPT folgende Aufgabe. Ich suche ein Reiseziel für April mit mildem Klima, spannender Kultur und leckerem Essen. Bitte schlage mir 3 Optionen vor. Und hier kommen auch schon die Antworten. Sevilla, Kyoto und die Toskana. Also finde ich nicht schlecht. Und nicht nur Antworten, sondern ChatGPT gibt dir gleich auch noch einige Informationen zu den genannten Zielen dazu. Lass uns als nächstes doch mal die Reiseroute planen. Sagen wir haben uns für Sevilla entschieden und wollen uns jetzt eine 5-tägige Reiseroute zusammenstellen lassen. Dazu sagen wir ChatGPT dann einfach, plane eine 5-tägige Reise durch Sevilla inklusive Sehenswürdigkeiten und Zeit zur Erholung. Also ich bin immer wieder fasziniert von dem, was da rauskommt. Du kriegst jetzt für 5 Tage eine genaue Aufstellung für morgens, mittags und abends, was du tun kannst, wo du es tun kannst. Ich finde das einfach, das nimmt einem so viel Arbeit ab und ist einfach so viel entspannter. Die dritte Frage, die wir in dem Kontext jetzt stellen, ist einer meiner Lieblingsfragen, weil sie mich einfach so entlastet und mich nichts mehr vergessen lässt. Fragen wir doch ChatGPT mal danach, uns eine Packliste für diese Reise zu erstellen. Erstelle eine Packliste für diese Reise. Und was jetzt passiert, finde ich einfach unglaublich. Also ob das Klamotten sind, ob das Medikamente sind, ob das Reiseunterlagen sind, ob das Elektronik ist, es ist alles dabei und man muss es nur noch abarbeiten und in den Koffer packen und hat jetzt immer alles dabei. Jetzt habe ich noch einen zusätzlichen Tipp für dich, weil du kannst ChatGPT jetzt in diesem Themenbereich natürlich auch noch ganz andere und ganz viele Fragen stellen. Wie zum Beispiel, wie wird das Wetter in Sevilla? Oder aber auch, was sind die besten Restaurants oder Museen? Und das machen wir jetzt auch noch mal ganz schnell. Was sind die besten Geheimtipps für Sevilla? Und was jetzt kommt, ist fantastisch. Er greift natürlich in die komplette Trickkiste und holt dir also aus allen Bereichen wunderbare Geheimtipps und Beispiele raus, was du in Sevilla noch alles machen kannst. Probier es doch jetzt einfach mal aus und frage nach deinem Vorlieben. Vielleicht suchst du ja außergewöhnliche Reiseorte in Europa. Oder aber du hast nur ein ganz kleines Budget und lässt dir eine 3-Tagesreise für 300 Euro planen. Oder aber du hast außergewöhnliche Hobbys und brauchst eine Reiseroute durch alle wichtigen römischen Orte. Deinen Ideen sind überhaupt keine Grenzen gesetzt. Fassen wir schon einmal kurz zusammen. Du weißt jetzt, wie du das richtige Reiseziel für dich findest, kannst dir eine Reiseroute zusammenstellen lassen, hast schon alle Informationen rund um deinen Urlaubsort und sogar einzelne Tagespläne und nicht zu vergessen die Packliste, damit du auch ja nichts mehr vergisst. Kommen wir nur noch zu den Tipps, um mit ChatGPT wirklich ein sinnvolles Gespräch zu führen und vor allen Dingen gute Antworten zu bekommen. Als erstes, gib ihm eine Rolle. Also in unserem heutigen Beispiel sage ihm, du bist heute mein Reiseberater.
Das fördert, dass das System einfach viel, viel bessere Informationen rund um das Thema Reise und Beratung zusammensammelt. Als Zweites sage ihm, wobei er dich unterstützen soll. Plane mit mir eine Dreitagesreise nach Italien mit guten Restaurants zum Beispiel. Und als Drittes, versuch doch mal unten auf die Fragen zu reagieren, die er ja am Ende jeder Antwort stellt. Zum Beispiel, ja, gib mir weitere Informationen zu Unterkünften. Oder nein, ich habe noch eine andere Frage. Wo ist denn das beste Steak-Restaurant zum Beispiel? Du wirst sehen, nach und nach entwickelt sich ein ganz natürliches Gespräch und auch die Hürde, mit einer KI zu reden, wird immer kleiner. Mich interessiert natürlich, wie du mit ChatGPT zurechtkommst und ob du nach und nach natürliche Gespräche führen kannst und auch gute Antworten bekommst. Schreib mir das doch einfach gern mal in die Kommentare oder aber auch, wenn du ja, irgendein Thema hast, was ich dir gern einmal erklären soll. Dann kommen wir jetzt aber noch zum versprochenen Bonus. Ich habe dir im letzten Video ja schon gezeigt, dass du ChatGPT nicht nur am Computer, sondern auch mit deinem Handy und Tablet benutzen kannst. Ich verlinke dir das Video auch hier oben nochmal und damit nochmal ganz andere Funktionen nutzen kannst, wie zum Beispiel Fotos hochladen und Inhalte aus Fotos auslesen lassen. Und aber auch, und dazu kommen wir heute, die nagelneue Sprachfunktion, die ja einfach genial ist. Damit kannst du alles das, was du mühevoll eintippst in ChatGPT am Computer oder auch am Handy, auch per Sprache machen. Das heißt, alles das, was wir heute mit ChatGPT gemacht haben, diese ganze Reiseplanung, können wir auch im Sprachmodus machen. Und das zeige ich euch jetzt nur ganz kurz nochmal, damit du eine Vorstellung davon bekommst, was das bedeutet. Dazu gehst du im Handy ganz hier unten auf das neue kleine Sprachsymbol und jetzt geht's los. Hallo ChatGPT, ich brauche deine Hilfe. Ja, ich helfe dir gerne. Wobei brauchst du Unterstützung? Du bist heute mal mein Reiseplaner und sollst mit mir einen Wochenendtrip planen. Ich habe 3 Tage frei und möchte gern was, ja, irgendwas Nettes machen, ein bisschen an Strand, ein bisschen Berge, aber gerne auch ein bisschen Stadt. Schlag mir doch einfach mal 3 Dinge vor. Gerne. Wie wäre es mit diesen 3 Optionen? Erstens, Lissabon, Portugal. Hier hast du Strände in der Nähe, die charmante Altstadt, tolle Restaurants und sogar die Berge der Serra de Sintra. Zweitens, Barcelona, Spanien. Hier gibt es die Strände am Mittelmeer, eine beeindruckende Stadtarchitektur und die nahegelegenen Berge von Montserrat. Drittens, Dubrovnik, Kroatien. Du könntest die historische Altstadt erkunden, am Strand entspannen und die umliegenden Berge besuchen. Welcher Vorschlag spricht dich am meisten an? Ehrlich gesagt Dubrovnik, weil das kenne ich nicht. Die anderen 2 Städte kenne ich und die Umgebung. Dubrovnik finde ich gut. Lass uns doch damit mal weitermachen. Super Wahl! Dubrovnik ist bekannt für seine beeindruckende Altstadt und die wunderschönen Strände. Du könntest einen Tag damit verbringen, die Stadtmauern zu erkunden, einen anderen Tag am Strand entspannen und vielleicht einen Ausflug zu den nahegelegenen Bergen machen. Es gibt auch viele tolle Restaurants, die du ausprobieren kannst. Viel Spaß beim Planen! So schnell bist du nicht entlassen, weil die Planung würde ich gern von dir haben. Kannst du mir einen Plan für diese 3 Tage erstellen, für meinen Besuch in Dubrovnik? Natürlich, hier ist ein Vorschlag für deine 3 Tage in Dubrovnik. Tag 1. Was hältst du davon? Klingt super. Kannst du mir noch Tipps zu Unterkünften geben? Klar, in Dubrovnik gibt es viele tolle Übernachtungsmöglichkeiten. Was klingt für dich am besten? Im Moment alles, danke. Ich breche es hier ab. Ich wollte es einfach nur mal demonstrieren. Und so kannst du jetzt Schritt für Schritt einfach dich weiter mit ChatGPT unterhalten, Fragen stellen, auf das reagieren, was sie sagt, auch sagen, nee, das will ich nicht wissen, sag mir was anderes, um so deine komplette Planung im Prinzip zusammenzukriegen. Und das Beste daran, das finde ich einfach genial, ist für mich, er schreibt im Hintergrund mit. Das heißt, alle Informationen, die er dir jetzt erzählt, musst du dir nämlich nicht merken, sondern kannst du im Anschluss nachlesen. Also die Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, die er schon gesagt hat, die Informationen zu den Hotels, zu der Umgebung, also auch was immer du fragst, wie du hinkommst, was es kostet, wo was zu sehen ist, wo du gut essen kannst. Ganz, ganz egal.
du kannst dich normal mit ihm unterhalten. Das finde ich wirklich, wirklich schön an dieser Sprachfunktion. Das macht es mir viel, viel leichter, mit einer KI zu agieren, als das schriftlich zu machen. Da bin ich immer ein bisschen trocken, aber sprachlich fällt es mir wirklich, wirklich leicht. Und genau. Und dass er das am Ende aufschreibt, ich das alles nachlesen kann, die Informationen nicht verloren sind, wenn ich das Gespräch beende, finde ich einfach genial. Und wie gesagt, es ist mittlerweile eine meiner Lieblingsfunktionen und ich benutze sie tatsächlich täglich. Fassen wir für heute einmal zusammen. Du kannst jetzt mit ChatGPT einen Reiseplan ganz nach deinen Wünschen und Vorstellungen. Du weißt, wie man ein natürliches Gespräch mit ihm führt und du kennst die ultimative Art und Weise, wie du ChatGPT in jeder Alltagssituation sofort benutzen kannst. Hat dir mein Video gefallen? Dann lasse gerne ein Like da und abonniere meinen Kanal mit Glocke, damit du keinen der nützlichen Tipps mehr verpasst, indem ich dir zeige, wie auch dein Leben die künstliche Intelligenz erleichtern wird. Für heute sage ich Danke und Tschüss.